Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vampyr. In der letzten Folge haben wir die Kanalbestie getötet und sind an einem Level 18er Vampir gestorben und sind Milizgruppe. Daraufhin haben wir jetzt beschlossen, schnell ein paar Sachen abzugraden. Und ja, mal hoffen, dass ich was upgraden kann überhaupt. Auf jeden Fall das hier. Uns fehlt noch so ein Griff. Okay, dann haben wir. Ein paar Instrumente her. Gut. Das mal hier rein. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Die Medikamenten geben. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? Some of the staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She Ja, managed to secure a bed for my Krankenwagenfahrer. son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. She charged you for a bed? Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Oh. I share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Ich kann nichts Persönliches Goodbye, fragen. Mrs. Keine Information dazu. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay.
So, wie kriege ich das jetzt hin mit dem... Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, Oh, but rest assured you're in good hands. solche Mütter gibt's. For me, you have to convince Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Okay. Wo sind die Ketten? How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Doctor. You always knew the words. Ja, ich wollte hier raus und ein paar Materialien schauen, ob ich die ergattern kann bei dem unserem Krankenwagenfahrer. Gut und preiswert einkaufen bei ihm. Wo ist er hin? Ach, da ist er ja. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Also wir brauchen zwei Sachen. Einmal die hier, einmal den hier. Und ein bisschen Schrotmunition. Gut. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Oh. Persönliche Fragen stellen. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Ja. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right. But at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Okay, der Unterschied zwischen Wissenschaft und Göttlichkeit. Das kriegen wir noch alle Goodbye, was Nurse hinführen. Hawkins. Ja, unsere
mächtigen Vampire müssen wir auch uns kümmern. Ah, falsche Seite rumgelaufen. So, jetzt können wir 2 Sachen upgraden. Waffe, du kannst deine Waffe mit der erforderlichen Bestandteilen auf eine neue Stufe aufwerten. Sie verursacht mehr Schaden und du erhältst außerdem Zugang zu Plätzen der Modifizierung. Aufwerten. Wunderbar. Das soll noch rein. Das modifizieren wir noch. Und unser Klepper noch. Wunderbar. Wollen wir gleich aufwerten? Nein, leider nicht. Zu viel uns ein paar Federn und Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Ach Mist. Eine Behandlung oder ein Serum durchzuführen. Dürfen die mal her. Ah, da fehlt mir noch was. Okay. Meine. Ah, mein Block kann ich leider nicht aufwerten. Leider. So, jetzt legen wir uns hier mit den Gegnern an. Ich bin gerade überlegen, ob ich mich jetzt mit dem Level 18er anlege. Notizen. Verkriegender Nachwuchs zur Untersuchung. Ach ja, wir wollten jetzt mal nachschauen, was es war. Good Boys. Ich glaube, ich habe eine Witch-App jemanden gefunden, den wir für Boys gebrauchen können. Sein Name ist Albi. Er ist dumm wie Brot, aber zäh. Er sollte einige Medikamente für den Schwarzmarkt besorgen, um sich zu beweisen, und hat schnell und zufriedenstellend geliefert. Bei unserem nächsten Treffen werde ich ihm verkünden,
dass er nun ein Wet-Boot-Boy ist und seine Befehle ab sofort von den Anführern erhält. Wo geht's da rein? Klopf, klopf. Bin ich jetzt richtig? Sehe ich ja gleich, ob ich richtig bin oder nicht. Damit das Licht angeht. Da kann ich nicht raus. Aber nachher zum Munde führen. Aua! Was war das jetzt gerade? Konnte gerade nichts machen? Gar nichts. Will mir was gesundheitsmäßig? Noch Angriff? Trotz meines Blutes. Okay. Läuft ja. Läuft ja richtig gut. So, ja, Dreckspießer, jetzt kriege ich euch. Strangers are attacking me! Was auch mal, dass man drauf kommt, dass man runterjumpen muss, um den hier zu finden. Jetzt muss ich alles looten, bevor ich die Tür öffne. What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now.
A fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. You had better return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are. Never have been. The old place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. Soll ich den jetzt rausführen und nicht rausführen? Keine You had better Ahnung. return to Whitechapel without delay. It will be safer there. Safety isn't really an issue in Whitechapel, because you never are. Never have been. The old place is falling to pieces. But thank you for the advice, sir. Führen wir ihn raus. Wir können ihn nicht mehr rausbringen. Wie kann man das gemacht? Ist ja sehr unterhaltsam. Man kann den nicht mehr rausbringen. Ratte. Und raus mit uns. Wir haben es erledigt. Was zum Geier? Fuck, he's dead! Back to the bloody grave! Die, What the fuck? Was ist das gerade? Ah, ein Versteck gefunden. Wunderbar. Sehr interessant.
Müsste. Das ist besser als unser. Wie soll ich sagen? Unser Block. Ah, der ist eher mehr für Blutaufnahme. Shotgun war eigentlich nicht schlecht, aber naja. Blutpunkte aufnehmen, wenn die Waffe trifft. Gut, dafür haben wir ein paar Punkte. Oh, sehe ich scheiße aus. Voll Blut unterlaufen. Sprung, Schattenschleier. Physische Stärke. Drei Seres brauche ich aber im Moment noch nicht. Wollen wir noch etwas mehr Gesundheit? Und Ausdauer. Ah, ich kann das. Ah, verstehe. Gut, aber jetzt steht auf 10%. Da müssen wir uns auch ein bisschen drum kümmern. Gut. Kessel. Abgrund. Gut, hört sich gut an. Ah. Bestätigen wir es mal. Ja, Drogen, Bates. Behandlung gegen Erkältung. Können wir das herstellen? Auf zu unserem Tisch. Behandlung gegen Bronchitis. Ja, okay, das ist ja Erkältung.
Lungenentzündung, Blutvergiftung. Was wundert mich jetzt gerade, warum ich das dem nicht geben konnte. Boah, meine Augen. Sieht nicht besonders gerade gesund aus. Watch yourselves! There's one of them! Sei leise. Aua! Möchten Sie mehr wissen? Verteidigen Sie unser aller Freiheit. Treten Sie der königlichen Flotte bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutationsbüro nach. Auch schon. More and more of these bloody leeches every night. Aye, the guards recruit more and more every year. When did you join the guard? Ach, die snack ich wieder unten noch. This is my first patrol. This is no place for a gentleman. Oi! Didn't police! Police! See them 30 roads? This one's a top! Oh, Christ! Wow! Wow, überhaupt nicht registriert. Drecksbiest. Ein Drecksbiest, ey. Ich hätte es mir nicht mit dem umspielen sollen. Ich hätte es einfach alles umbringen sollen. Na, das kennen wir schon. Das ist die Ausgangssperre. I'd step back, sir. Turn around, sir. This is no place for you, sir.
Ey, komm, wieso kann ich meine Kralle nicht benutzen? Ey, komm! Was soll die Scheiße bitte? Das war's jetzt auch für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch so gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!